Die Anwältin der Pferde, weil Pferde keine Lobby haben. Ja, ich begrüße herzlich zu einem weiteren Video von meinem neuen Kanal. Und zwar neu ist es insofern nicht, weil ich es schon vor längerer Zeit mal aufgenommen habe. Ich glaube aber, es ist wieder aktuell, da wir ja im Moment wieder ziemlich viel Diskussionen über die Überzäumungsreitmethode im Dressursport haben. Und ich habe damals dieses Video aufgenommen, weil ich zeigen wollte, wie hat sich das so sukzessive entwickelt, um dann hoffähig zu werden. Ich habe dazu einige Videos zusammengestellt von unterschiedlichen Überzäumungsreitern und hoffe, dass es euch ein bisschen was bringt, um alles etwas besser einordnen zu können. So, heute wollen wir uns wieder mal die Bewegungsmuster LDR, Hyperflexion, Rollkur trainierter Pferde näher ansehen. In der klassischen Reiterei, die ja auch an und für sich die Grundlage für die FEI-Richtlinien darstellt, wird davon ausgegangen, dass die Pferde sich sukzessive in eine immer stärker werdende relative Aufrichtung begeben, je mehr sie versammelt werden. Und diese Versammlung geht von der Beugung der Hanken aus. Und diese Beugung der Hanken beginnt bereits in der Hüfte des Pferdes, setzt sich dann weiter über alle Gelenke fort, und das ist deshalb nötig, weil das Pferd hier die einzige Möglichkeit hat, über eine Kombination von Gelenken gut federn zu können und sich gut vom Boden abstoßen zu können. Relativ richtet sich dann bei Absenkung der Hinterhand und der Hanken das Pferd vorne auf, wird dort leichter, kann aus der Schulter kommen und kommt also quasi in eine Aufrichtung, die aber von hinten über den Rücken nach vorne geht. Diese immer stärker werdende Versammlung und dadurch auch immer schöner werdende relative Aufrichtung wird klassischerweise dadurch erreicht, dass man über das Vorwärts-Abwärts oder die Dehnungsbereitschaft das Pferd über den Rücken reitet und durch entsprechende Gymnastizierung die Hanken immer beweglicher macht, das Pferd immer stärker macht und so sukzessive dann diese relative Aufrichtung über die Versammlung, also die Hankenbeugung, erreicht. In der Rollkur LDR Hyperflexion Trainingsmethode wird das Pferd nicht über eine Dehnungsbereitschaft über den Rücken ans Gebiss herangeritten, sondern man biegt das Pferd vorne ab, das heißt rollt es ein. Dadurch entstehen einige für das Pferd sehr unangenehme Nebenwirkungen, die vor allem auch dazu führen, dass die Bewegungen völlig anders aussehen. Von Einrollen oder falschem Knick spricht man dann,
wenn etwa diese Positionen erreicht werden oder das Pferd sogar völlig eingerollt wird, also mit der mit der Nase beinahe an die Brust herangezogen wird. Vom falschen Knick spricht man dann, wenn um den dritten Halswirbel herum ein Knick entsteht, sodass nicht mehr das Genick der höchste Punkt ist und die Nase vor der Senkrechten. Warum ist dieser falsche Knick falsch und warum sollte das Pferd eigentlich immer mit der Nase vor der Senkrechten gehen? Das hat nicht nur mit dem guten Aussehen oder mit einer einfachen Regel zu tun, sondern was passiert, wenn wir das Pferd aufrollen. Dann wirkt man von vorne nach hinten und es entstehen im Pferd eine ganze Menge Blockaden, wodurch das Pferd, das Rollkur trainiert ist, später dann auch, wenn es in einer Prüfung gehen muss und dann aufgerichtet wird, nie in die echte relative Aufrichtung kommen kann, sondern dann eigentlich quasi in absoluter Aufrichtung gehen muss. Was bedeutet das? Sehen wir uns hier die unterschiedlichen Bewegungsformen an. Links haben wir die Passage, rechts die Piaffe. Unten sieht man, wie eine Passage aussehen sollte, wenn das Pferd über die relative Aufrichtung, über die Hankenbeugung sich ans Gebiss heranstreckt, mit dem Genick als höchsten Punkt geht und die Nase vor der Senkrechten ist. Dann tritt das Pferd von hinten unter und dieses Untertreten beginnt bereits in der Hüfte und die Vorhand wird leichter, das Pferd kommt aus der Schulter. Dasselbe gilt für die Piaffe, die man rechts unten sieht. Dort auch dasselbe, durch das starke Untertreten übernimmt die Hinterhand auch mehr Gewicht, federt über die Hanken, Vorhand wird leichter. Allerdings sieht da die Piaffe etwas anders aus als die Passage, weil das Pferd sich ja von hinten mehr drunter schiebt und quasi dann schließlich in der Endphase auf der Stelle piaffiert. Da schiebt sich die Hinterhand viel stärker darunter, um eben dieses auf der Stelle Federn auch tatsächlich ausführen zu können. Schauen wir uns nur an, wie das bei den Rollkur LDR Hyperflexion trainierten Pferden aussieht. Hier links die Passage, rechts die Piaffe. Dadurch, dass durch das Kurzmachen im Hals und vorher das Einrollen während des Trainings die gesamte Lendenpartie des Pferdes inklusive Rücken blockiert werden, entsteht dadurch eine Art Senkrücken, ein steifer Rücken. Die Hüfte kann nicht mehr abgeknickt werden, es kommt zu keiner Hankenbeugung, damit auch zu keiner Federung. Das Pferd ist eigentlich auf der Vorhand und es kann sich nicht mehr so gut über die Hanken und über den Rücken abfedern. In der Piaffe genau das gleiche Bild. Man sieht heutzutage sogar schon, dass Piaffe und Passage bei Rollkur trainierten Pferden völlig gleich aussehen, nur einmal auf der Stelle gemacht werden und einmal im Vorwärtsreiten. Durch die Blockade der Lendenpartie und der Hüfte wird auch der Rücken fest und auch da kommt es zu keiner fließenden Bewegung, sondern mehr zu einer stoßenden Bewegung, was man sich recht gut ungefähr so visualisieren kann. Also da spürt dann auch der Reiter dementsprechend unter seinem Allerwertesten. Und so
sieht es aus, so wird die Lumbar Spine, die Lumbalregion der Wirbelsäule und die Strukturen drumherum blockiert durch das Einrollen des Halses. Und man sieht auch, dass das noch auf eine ganze Menge andere Muskeln einen entsprechenden Effekt hat, wenn so trainiert wird. Das ist also der Unterschied zwischen gesetzter, versammelter Piaffe und nicht versammelter LDR-Piaffe, wobei man sehr genau sieht, wie das dann eben im Endeffekt in einer Prüfung aussieht. Zu erwähnen ist vielleicht auch noch, dass auch wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt haben, dass alle Kopf-Hals-Haltungen, die nicht der klassischen Idee entsprechen, negative Einflüsse auf diverse Strukturen des Pferdes haben, weil sie schlicht zur Festsetzung bestimmter Muskelgruppen und zur besonderen Sleitage, also zum Verschleiß anderer Strukturen Anlass geben. Dann ist die Ökonomie der Bewegung unter dem Reiter weg. Warum machen die Reiter das eigentlich? Nun, es gibt einige Gründe dafür. Erstens lassen sich die Pferde dadurch wahnsinnig gut dominieren und zu richtigen Bewegungsmarionetten erziehen. Auf diese Techniken werde ich in einem anderen Video eingehen. Was noch dazu kommt, also rein bewegungstechnisch, ist es so, dass dadurch eine Gleichschaltung des Bewegungsmusters in der Piaffe und in der Passage erreicht wird, die es natürlich unheimlich leicht machen, schöne taktmäßige Übergänge von der Piaffe zur Passage und andersrum zu reiten, wohingegen sich Pferde, die wirklich drunter kommen, sich wirklich versammeln, natürlich viel schwerer ausbalancieren können, wenn sie von Piaffe zur Passage oder von der Passage zur Piaffe wechseln müssen. Da die LDR Hyperflexion Rollkurpferde ja in erster Linie die Beine anziehen und nicht federn, ziehen sie halt die Beine einmal in Vorwärtsrichtung an und einmal bleiben sie auf der Stelle und machen dieselbe Bewegung da. Aber es ist keine sich abstoßende, federnde Bewegung, es ist eine beinahe hüpfende, anziehende Bewegung, die nicht korrekt ist und eigentlich auch nicht als minimal 6 an Wertungsnoten bekommen sollte. Ich habe hier von einigen LDR Hyperflexion Rollkurreitern, die nachweislich mit dieser Methode trainieren, aus unterschiedlichen Zeiträumen einige Passage-Piaffe-Sequenzen zusammengestellt, die wir uns jetzt ansehen können. Als erstes sehen wir Isabel Werth auf Belarus, noch vor der Prüfung beim letzten Abreiten auf dem Abreiteplatz in Aachen. Zuvor war sie in der Halle ungesehen vom Publikum damit beschäftigt gewesen, das Pferd erst aufzurollen und in der typischen Rollkurhaltung auch auf die typische Rollkurart und Weise warm zu reiten. Hier sieht man dann schon Passage Piaffe, so wie es nachher in der Prüfung aussehen wird.
Hier Anki von Grunsven mit ihrem Trakehner Partout. Das war eine Phase, in der sie noch sich am Beginn ihrer LDR Hyperflexion Rollkur Trainingsphase befand. Man sieht bei diesem Pferd, dass alles noch nicht so unter Anführungszeichen perfektioniert wurde, aber auch hier zeigt sich schon, dass keine echte Hankenbeugung, kein echtes Federn über die Gelenke der Hanken stattfindet. Das Pferd schwappert quasi auch noch von der einen Seite zur anderen und es wird von den Sprunggelenken an noch nicht so extrem hochgezogen, wie das dann in späteren Phasen der Perfektionierung des LDR-Trainings bei dieser Reiterin zu sehen war. Anki von Grunsven mit Salinero, das Pferd, bei dem bereits das marionettenhafte, metronomartige Gehen mit extremem Anziehen, vor allem der Hinterbeine und über die Brustmuskulatur aufziehender Vorderbeine, obwohl das Pferd nicht gesetzt und in Versammlung war, zu sehen ist. Anke von Grunsven mit Bonfire, das Pferd, das sie als erstes vom Beginn an mit dieser Trainingstechnik des Hyperflexion-Reitens ausgebildet hat. Man sah bei ihm sehr schön die fehlende Muskulatur in der Oberlinie. Der Schweif zeigte immer wieder an, dass ihm diese Bewegungsmuster im Rücken und in der Hinterhand absolut nicht zusagten. Und bei ihm konnte man ganz besonders gut auch den weggedrückten Rücken und das Hochkommen der Krupp immer wieder sehen. Ebenso das häufige von rechts nach links einfach hin und her hüpfen der Hinterhand.
Hier sehen wir Edward Gall mit Link, eines der ersten Pferde, das er mit dieser Methode ausgebildet und dann auch vorgestellt hat. Hier sieht man schon alle bewegungstechnischen Konsequenzen dieser Trainingstechnik auf den Rücken und die nicht vorhandene Hankenbeugung und Federung. Allerdings hat auch hier in der Beginnphase noch nicht das extreme Anziehen vor allem der Hinterbeine von den Sprunggelenken aus stattgefunden. Ansonsten alle typischen bereits genannten Kennzeichen in der Piaffe und Passage des Rollkurtrainings. Dann haben wir hier noch das Paradepferd von Edward Gall, Totilas, der das Glück hatte, oder eher vielleicht weniger, aber bei dem Gall das Glück hatte, dass das Pferd sehr kompakt aussah und auch eine überraschende Oberlinie zeigte, wobei man sich nicht sicher sein kann, dass das alles Bemuskelung ist. Und bei ihm hatte Gall das Hochziehen und auch Obenhalten der Beine besonders extrem ausgearbeitet, so wie er es dann bei seinen später ausgebildeten Pferden auch immer wieder zeigte. Und nochmal Edward Gall mit seinem Wallach Undercover, das Pferd, das ursprünglich nicht in Rollkur ausgebildet worden war, das er dann zu einem späteren Zeitpunkt übernommen hatte. Bei diesem Pferd merkte man von Anfang an, wie schlecht es mit diesen Bewegungsmustern und mit der ganzen Methode zurechtkam. Hier sieht man ebenso wieder sehr genau das nach hinten hinaus treten in der Passage und Piaffe, das Nicht-Absinken der Croup und so weiter und so weiter und so weiter. Bei diesem Pferd sieht man ganz besonders gut, wie die Passage aus dem Spanntrab entwickelt worden ist. Was ja eine Methode des Hyperflexion Trainings darstellt. Dann haben wir hier Hans-Peter Minderhaut mit Dreamboy. Hans-Peter Minderhaut, der Freund und Stallgenosse von Edward Gall.
Bei ihm sieht man ganz extrem, wie das Pferd auf der Vorhand ist und wie es hinten von einem Bein aufs andere sich eigentlich fallen lässt. Und auch hier wieder die genau gleichen Bewegungsmuster. Also man sieht, es macht nichts aus, welcher Reiter, welches Pferd, die Muster sind bei den nach der Hyperflexion, Rollkur und LDR-Methode trainierenden Reitern überall dieselben. Imke Bartels-Schellekens mit der Stute Sunrise. Bei dieser Stute hat sich vor allem der weggedrückte Rücken ganz extrem gezeigt und sie protestierte ganz häufig durch Schweifschlagen und Schweifdrehen gegen diese Art der Bewegung. Auch hier wieder sehr klar zu sehen, das Nicht-Absinken der Hanken von der Hüfte auf, das Nicht-Übernehmen des Gewichtes auf die Hinterhand und das Hochziehen und hin und her springen der Hinterbeine. Und hier noch einmal Undercover, diesmal in Zeitlupe, um sich das beinahe nach hinten wegsetzen der Hufe näher ansehen zu können, das Nichtfedern des Rückens und alle anderen Punkte, die schon mehrfach erwähnt wurden. In Zeitlupe sieht man das dann häufig noch deutlicher.
Zum Abschluss nochmal Isabel Wert mit Belarus, weil von dieser Aufnahme sehr schön zu sehen ist, wenn die Hinterbeine nur angezogen werden, von der Hüfte aus keinerlei Handenbeugung und Federung stattfindet. Und ja, Piaffe und Passage genau das gleiche Bewegungsmuster darstellen, ohne dass es zur Lastenaufnahme kommt. Von der Hüfte an passiert nichts. Am meisten wird noch mit den Sprunggelenken gemacht. So ist es natürlich leichter, Übergänge Passage Piaffe und Piaffe Passage zu reiten, ohne dass das Pferd wirklich von hinten Last aufnehmen muss. Hier sieht man auch, wie das Pferd eigentlich hinten hinaustritt, also zurückbleibt mit den Hinterbeinen, statt diese unter den Schwerpunkt zu setzen. Außerdem sieht man auch keine Federung von der Hinterhand aus und beim Halten bleibt auch die Hinterhand hinten herausgestellt und steht nicht mal geschlossen. Jetzt das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Man beachtet die Gruppe des Pferdes, die kommt sogar immer wieder hoch in der Piaffe, statt hinunter zu gehen. Es kommt auch zu einer schaukelnden Bewegung und vor allem der Vorhand tritt das Pferd auch eigentlich in den Boden hinein, anstatt sich relativ aufzurichten. Das heißt, das sind Bewegungen, die nicht den Bewegungsmustern entsprechen, die in den Richtlinien stehen und die eigentlich nie mit einer höheren Wertnote als mit 5 gewertet werden dürften. Vor allem muss man bedenken, dass die Art und Weise, wie man diese Bewegungsmuster erreicht, auch wirklich nicht pferdegerecht sind. Hinterbeine treten immer wieder eher zurück als nach vorne. Das Pferd kommt ziemlich hart auf die Vorderbeine, ist also, obwohl es vorne mit der Hand aufgerichtet ist, eigentlich eher auf der Vorhand als versammelt. Ganz zum Schluss habe ich nochmal die Passage-Piaffe-Sequenzen in Vergrößerung und in Zeitlupe zusammengeschnitten, die besonders gut zeigen, woraus sich diese Bewegungen tatsächlich im Pferd zusammensetzen. Also das Senken der Hinterhand von der Hüfte aus passiert nicht. Der Schweif zeigt auch deutlich an, dass es dem Pferd nicht angenehm ist, obwohl die Nase hier leicht vor der Senkrechten, nachher wieder hinter der Senkrechten ist. Wird das Pferd mit falschem Knick geritten? Wird es extrem verkürzt im Hals? Werden die Ohrspeicheldrüsen gequetscht? Bleibt die Hinterhand draußen? Auch beim Rückwärtsrichten kein Absenken von der Hüfte an.
Und dann sieht man also die Piaffe ohne Handenbeugung, nur hochziehen, Gruppe kommt sogar hoch, Passage ist eigentlich nur Piaffe, aber dann nach vorne. Beim Zurückkommen in die Piaffe müsste sich das Pferd jetzt deutlich hinten absenken und vorne mit dem Widerrist höher kommen. Passiert nicht. Auch der Schweif sagt, was er davon hält. Die gezeigte Piaffe erhielt übrigens die Wertnote 10. Ja, wenn ihr euch noch weiter für die Entwicklung dieser Reitmethode im Rahmen des Dressursportes interessiert, dann könnt ihr euch auch gerne meinen Artikel in einem der letzten feinen Hilfen durchlesen, wo es auch darum ging, wie ist das so langsam schleichend bis zu dem geworden, was wir heute im Dressursport damit erleben. Außerdem verweise ich noch auf etliche Artikel, die ich auch schon zu verschiedenen Zeitpunkten über diese Methode geschrieben habe. Sollte sich jemand dafür interessieren, kann er die meisten davon über einen Link auf meiner Homepage sich als PDF anschauen. Ich verlinke das dann auch in den Show Notes. Ich hoffe, dass dieses Video auch einiges gebracht hat, um die ganze Situation des Überzäumungsreitens etwas besser verstehen und einordnen zu können und freue mich auf ja, das nächste Video, das wir uns zusammen anschauen werden. Auf Wiedersehen!